2 Millionen Euro Umsatz, genauso wie im Jahr 2024. Somit kein Wachstum und trotzdem bin ich hochzufrieden mit der Leistung, die meine Agentur eTapes Digital 2025 erreicht hat. Warum das so ist, was für Fehler wir gemacht haben, was unsere Erfolge waren, aber auch vor allem, woher kamen denn unsere Neukunden? Alle Kanäle zeigen wir super transparent in diesem Video. Ich bin Sebastian von eTapes und das war 2025. Gut, also starten wir mit dem Geschäftlichen, nämlich dem Umsatz, der sehr wichtig ist. Wir haben 2 Millionen Nettoumsatz gemacht. Das ist ähnlich wie 2024. Aus meiner Sicht glaube ich, der Grund dafür ist, deswegen bin ich auch sehr happy drüber, dass der Umsatz nicht eingebrochen ist, weil es in Deutschland und Österreich einfach, das wirtschaftliche Umfeld ist schwieriger geworden. Es gibt grundlegend sehr wenig Wachstum. Ich habe euch auch eine Tabelle herausgesucht, wie sehr welche Länder wirtschaftlichen Wachstum haben und welche nicht. Und da ist, glaube ich, gut zu erkennen, dass Deutschland und Österreich nicht unbedingt am aufstrebenden Ast ist. Trotz allem haben wir stabile Ergebnisse für unsere Kunden und haben eine hohe Kundentreue, haben es aber auch gleichzeitig geschafft, und das, glaube ich, war ganz essentiell, dass unsere Marketingkanäle, die ich dir nachher nochmal zeige, genau mit Zahlen, welche Kanäle gut funktioniert haben und welche nicht. Und das, was uns quasi geholfen hat, war, diese Kanäle all die Jahre aufgebaut zu haben. Genau, also dieser Fleiß, den man gemacht hat, vielleicht doch noch auf ein Netzwerkevent zu gehen, vielleicht doch noch eine SEO-Maßnahme zu investieren und so weiter, hat sich in Wahrheit am Ende des Tages aus meiner Sicht ausgezahlt. Was hat sich bei uns im Team alles getan? Wir haben ganz liebe neue Kollegen, und zwar der Gregor, die Isabel, der Martin und Tamara und Sammy. Spannend ist vielleicht, dass, ich muss kurz überlegen, 2 in Wien sind, eine Person in Deutschland, Martin in Kärnten, Wien-Kärnten-Pendler, und die Tamara im Burgenland. Also wir arbeite wann und wo du willst und rekrutieren somit Deutschland, österreichweit. Da sind wahnsinnig tolle Menschen zu uns gekommen. Leider haben uns auch natürlich Leute verlassen oder die Wege haben sich getrennt. Ich mag gar nicht darauf eingehen, von wem aus und so. Aber auf jeden Fall Siegfried Verlin nach 10 Jahren bei uns circa gegangen, ist jetzt in Pension. Nicole Koppensteiner mit 6 Jahren, Markus Holzer mit 6 Jahren, Texter Attila mit 2 Jahren und Joachim Lackner mit über 6 Jahren muss auch wieder verlassen. Genau. Also netto sind wir ungefähr gleich geblieben. Ich glaube, eine Person netto sind wir doch gewachsen. Was waren spannende Themen? Auf der einen Seite, wir haben ein neues Wiener Büro bezogen. Wir hatten ein sehr großes Hauptbahnhofnähe mit, glaube ich, 250 Quadratmeter. Es ist halt einfach bei uns so, dass kaum mehr Leute im Büro sind oder nur sehr situativ, wo das Team manchmal sagt, hey, treffen wir uns am Mittwoch, kommen alle, und dann kommen sehr viele. Aber so im regelmäßigen Betrieb sind eher weniger Leute. Deswegen eben auch wieder Hauptbahnhofnähe in Wien, aber eben verkleinert. Also super viele Vorzüge, 13. Stock, Dachterrasse, Fitnessstudio, alles genial. Genau, sonst die SEO-Challenge hat mich persönlich auch sehr gefordert. Das war ja so eine YouTube-Format, wo wir auf der einen Seite Rankings in München aufbauen wollten und gleichzeitig Spenden sammeln wollten. Ich war also null vorbereitet, fairerweise. Also ich habe mir schon gedacht, wie macht man das? Und dann sind 1000 Probleme aufgetreten. Aber ich habe mir gedacht, okay, probieren wir es halt einfach. Und wenn es nichts wird, wird es halt auch nichts. Und aus meiner Sicht ist es ein echt cooles Format geworden und wir haben so Challenges ein bisschen für uns entdeckt. Gut, und dann natürlich der Ausbau ein bisschen in München. Wir haben uns dort auch ein bisschen räumlich vergrößert und auch Kunden sind da hier dazugekommen, neben den Rankings, und das passt eigentlich ganz gut. Genau, und auch vielen lieben Dank natürlich an dich als Zuschauer, Zuschauerin, weil ohne dem wäre das YouTube-Video-Game natürlich sehr fad. Also vielen lieben Dank für die Treue und fürs regelmäßige Zuschauen. So, also schauen wir uns jetzt mal die Kanäle an, die dich wahrscheinlich interessieren, nämlich woher bekommen wir unsere Neukunden. Und der David ist so lieb und blendet es auch immer wieder zeilenweise ein. Und zwar gehen wir von so Platz 9, ich habe so 9 Kategorien mitgebracht, und eben wie viele Neukunden haben wir 2025 darüber gewonnen. Also Platz Nummer 9 sind andere Quellen. Das war quasi die Summierung aus ganz vielen darunter. Wir haben 18.000 Umsatz gemacht und 18 Kunden gewonnen. Das ist gar nicht so ein hoher Wert pro Neukunde. Also wir haben in diesem Tracking, so wie ich es gemessen habe, ein Problem, wenn ein Kunde bei uns nämlich, sagen wir mal, der kommt über YouTube, macht eine Anfrage, beauftragt 100 Euro, dann sage ich in unserem CM YouTube-Kanal 100 Euro Deal.
So, wenn dieser Kunde danach sagt, passt, ich mag mit euch zusammenarbeiten, hier sind 50.000, dann buchen wir diesen Kunden als Bestandskunde. Das ist unserem CRM einfach so historisch. Wir haben eine zweite Methode über die Verrechnung, um das anders zu messen. Aber deswegen ist da immer nur der Erstumsatz gemeint. Aber gehen wir mal weg von einer anderen Quelle, weil ich glaube, da kann man sich gar nicht so viel vorstellen. Gehen wir auf Platz 8, das ist der persönliche Kontakt. Also immer wenn jemand sagt, ich kenne den Sebastian halt oder ich kenne den Florian halt oder so. Genau, da haben wir 19 Leads und 10 davon gewonnen, also jeden zweiten und 68.000 € Umsatz fast. Also ein sehr, sehr wichtiger Kanal scheinbar. Oder spannender Kanal eigentlich. So, Zeile 7 ist YouTube. Freut mich sehr. Die Umwandlungsrate ist noch schlecht. Wir haben 26 Anfragen, 5 davon nur gewonnen. Aber aus den 5 ist ein Umsatz von 45.000 € entstanden. Also natürlich sehr spannend. Da ist auch wieder nur die Erstbeauftragungsrate drinnen, aber es ist ein Kanal, der sich gut entwickelt. Nächstes ist Zeile 6, Kundenempfehlung. Also ein bestehender Kunde empfiehlt uns weiter. Etwas, was, glaube ich, jeder Unternehmer haben möchte oder haben sollte. Haben wir 28 Anfragen bekommen und 14 davon gewonnen. 50%, auch relativ hoch und 85.000 Umsatz, danke. Warum? Weil natürlich hier, glaube ich, großes Vertrauen da ist. Und, na klar, wenn es bei Kunde A funktioniert, wird es bei mir auch funktionieren, vor allem wenn das irgendwie so eingefädelt wurde. Platz 5 ist, es ist halt wie es ist, nämlich die Kategorie nicht feststellbar. Also wir fragen wirklich jeden Lead. Manchmal können es uns die Leute einfach nicht sagen oder wir kriegen es nicht heraus. Ganz selten, weil die Leute vielleicht auch nicht erreichbar sind danach oder so. Es kann auch passieren. Aber generell kriegen wir es nicht heraus. Genau, waren 39 Anfragen. Da waren 6 davon nur umgewandelt. Also die Quote ist da relativ schlecht eigentlich. Und sind 38.790 € Umsatz daraus entstanden. Platz 4, unsere Partner. Wir sind auch in Business-Netzwerken. BNI ist hier ausgeschlossen. Aber Partner, genau, Kooperationspartner, andere IT-Dienstleister, andere Social-Media-Agenturen, andere Online-Shop-Agenturen, you name it. Über die haben wir 62 Leads bekommen und 16 haben wir abgeschlossen. Finde ich jetzt gar nicht so viel von der Abschlussrate. Das Interessante ist aber der Umsatz. Wir haben über 110.000 € dank Partner gemacht. Fairerweise weiß ich, ist hier ein Deal drinnen, der wahrscheinlich alleine 60.000 verantwortlich ist. Also super Lucky Punch. Wir sind mega happy darüber. Aber 110.000 €, schon einer vom Umsatz her, eines der wichtigsten Quellen von uns, wenn man nach Umsatz geht. Platz 3 ist BNI-Empfehlungen. Über das Business-Netzwerk International, ein Business-Frühstück, bin ich seit über 14 Jahren. Und da haben wir 85 Leads bekommen, Empfehlungen. Und hier haben wir 27, also es ist so ein bisschen ein Drittel, glaube ich, wurden Kunde bei uns. Das heißt, an Umsatz ist dann entstanden 89.000. Und BNI-Empfehlungen sind zumindest jetzt im Umsatz her dann, ja, schauen wir uns das dann noch an, aber ich glaube so in der Top 3 sogar. Gut. Google haben wir 88 Leads bekommen und wir haben 14 Deals abgeschlossen und 43.628 Umsatz, danke. Ja, Umwandlungsrate, glaube ich, eines der schlechtesten. Google-Anfragen sind auch manchmal schwierig. Ähnlich wie dieser YouTube-Kanal haben wir halt manchmal Anfragen wie, hey, ich habe gar kein Geld, ich dachte, ich kriege von dir Gratisberatung oder ich will nur einen Preisvergleich, brauche ein zweites Angebot oder ja. Also es ist auch von der Beziehung her. Und Ding ist natürlich sowas wie eine Kundenempfehlung. 1000-mal, da haben wir 50% Umwandlungsquote, viel näher, weil die Menschen uns schon kennen, vertrauen oder zumindest einen Vertrauensvorschuss uns geben. Wenn ich irgendwem im Internet raussuche, hätte ich auch kein Vertrauen. Das entsteht dann meist danach. Und wie gesagt, diese Umsätze sind quasi nur der Erstkauf. Also wenn die danach dafür 10 Jahre bei uns bleiben und im Jahr bei uns 20, 50, 100.000 € ausgeben, dann ist der Kanal natürlich ganz anders zu bewerten. Wenn dich diese Ansicht auch interessiert, die ist gerade in Ausarbeitung noch, dann schreib das gerne unten in den Kommentare oder schreib mir eine Nachricht. Dann erzeugen wir gerne mal ein Video dazu. Genau, Platz 1 ist diese Sammelposition, nämlich Bestandskunden. Wir haben 302 Anfragen, also Projekte, Anfragen, wie auch immer man sieht, und 245 davon sind auch gewonnen worden. Also ein sehr hoher Anteil. Das hat uns 570.000 € im Jahr 2025 an Neukunden oder an Neukunden stimmt nicht, sondern an Neuaufträge, Neuprojekte, Neuumsätze gebracht.
Genau. Also wenn man so sortiert nach Umsatz, würde ich sagen, ist eben Partner mit 110.000 nach den Bestandskunden, weil die würde ich ein bisschen rausrechnen. Also die Partner haben uns den meisten Umsatz gebracht, dann die BNI-Empfehlungen und Kundenempfehlungen. Genau, und dann kommt so persönlicher Kontakt, Google, YouTube. Und falls ich was vergessen habe, was vergessen. Genau. Aber das ist so ungefähr die Einordnung. Diese Kanäle beeinflussen aber sich gegenseitig. Das heißt, Leute, die zwar konvertiert sind über persönlichen Kontakt, haben aber vorher vielleicht 3-mal ein YouTube-Video von uns gesehen oder von mir und haben dann mehr Vertrauen, dann hätte es den Deal vielleicht gar nicht gegeben oder den Abschluss nicht, wäre es nicht YouTube gegeben oder hätten sie nicht gegoogelt nach SEO-Agentur Wien, SEO-Agentur München, whatever. Also das spielt ja alles zusammen, genau. Aber ich habe mir gedacht, das ist mal sehr, sehr interessant für dich. Ja, ich zeige dir natürlich auch so ein bisschen, was heißt zahlentechnisch im Marketing hat sich bei uns getan, bevor ich dir das erzähle. Ich war sehr fleißig. Ich unterrichte ja regelmäßig auf Fachhochschulen. Das war dieses Jahr die WU Wien, wo ich ein paar Mal war, einen Bachelor. Ich glaube, es war Marketing, Online-Marketing. Dann FH Campus Wien war das Thema, es war NASTA. Hier ging es um Online-Shops und Online-Marketing. Dann Werbeakademie Wien ging es um SEO, KI, SEO und Google Ads. Und auf der FH Wiener Neue Stadt in Wieselburg. Durfte ungefähr 10 Webinare oder Auftritte auf einer Konferenz haben. Highlight war sicher die SERPConf in Wien, eine SEO-Konferenz, wo ich englischsprachig auf der Bühne sein durfte, aber auch ganz tolle Webinare, die ich hier in person oder virtuell haben durfte. Auszeichnungen in der Agentur. Wir sind Kununu wieder bester Arbeitgeber 2026 geworden. Man musste ein paar Sachen 2025 erreichen. Dann die iBusiness Top 100 SEO-Liste haben wir wieder geschafft. Wir sind ja, unsere Website selber ist ja sehr sichtbar. Also wir leben ja auch selbst davon, zumindest zum Teil, wie du gesehen hast. Wir wurden Google Premier Partnerstatus, also Google Premium oder Premier ist quasi die Top 3% der Agenturen, zumindest war das letztes Jahr so, dürfen diesen Status tragen. Und wir sind natürlich Shopify und Shopify Plus Partner. Genau, da muss man sich auch zertifizieren, ein paar gewisse Mitarbeiter drin haben, Prüfungen abhalten und Co. Ganz genau weiß ich es nicht, weil es mein Team Gott sei Dank macht. Auf YouTube haben wir 85 Long-Videos erstellt. Also du kennst die Zahlen von vorher, noch nicht unter den Top-Kanälen, zumindest in der Conversion nicht. Im Touchpoint ist es nur super stark. Ich glaube ja sehr stark an Videos, deswegen mache ich das ja auch mit meinem Team gemeinsam. Wir haben 4.000 Abos auf YouTube geknackt, eben die 45.000 Euro Umsatz nur durch YouTube. Ja, das interne Team war 2025 wirklich eigentlich relativ klein. Wir haben den Joe, Joe und Maggie, die bei uns das Thema SEO intern betrieben haben und das Thema unserer Webseite. Wir haben das so gehabt, ich würde sagen 5 bis 10 Stunden die Woche für beide. Also wirklich nicht viel eigentlich. Und ich und David, oder David mit 20 Stunden, haben pro Woche quasi oft das Thema YouTube oder alles, was du da in dieser Welt siehst, uns darum gekümmert. Genau, 2026 werden wir da aber Energien intensivieren und mehr Zeit investieren, aber dazu gleich. Genau, wie ging es mir persönlich? Es war schon fordernd. Vor am Anfang des Jahres hatten wir so 1-2 Monate, wo plötzlich alle Neukundenkanäle auf 10% runtergefahren waren. Aber auch dieses, wie viel ich arbeite, wie viel ich auf Abendevents bin, in wie vielen Vereinen ich tätig bin, gefühlt auf 10.000, hat dazu geführt, dass ich weniger auf mich geachtet habe. Das äußert sich in 3 Sachen. Auf der einen Seite natürlich das Thema, ich habe weniger auf mich geschaut. Das heißt, ich habe nicht bemerkt, dass ich immer mehr einen Stress hatte. Gefühlt, wenn man mich gefragt hat, war das nicht so, aber am Abend quasi war so ein bisschen der Stress extrem hoch aber so unbewusst, komisch unbewusst. Und dann habe ich, weiß ich nicht was, ich bin dann weniger ins Training gegangen, habe weniger auf Ernährung geschaut, natürlich immer mehr Gewicht zugelegt. Und das ist sicher so ein Thema, mich selber wieder als Priorität zu setzen, mit dem Thema Stress und Co. umzugehen. Wie gesagt, nach außen, ich glaube auch viele um mich herum sagen, ich bin nie gestresst. Aber in Wahrheit, glaube ich, schlummert da in mir schon etwas und zeigt sich halt einfach anders. Und das ist eben zum Beispiel Essen oder Ähnliches. Oder einfach auch keine Energie mehr zu haben ab 18 Uhr. Aber das werde ich persönlich 2026 ändern.
Gut, aber wie ist jetzt auch der Ausblick der Agentur? Wohin geht die Reise? Ich glaube, es bleibt spannend. Es ist das KI-Zeitalter. Ich sehe das extrem positiv, weil es einfach total viele Chancen gibt. Wir haben total viele Möglichkeiten zu forschen für unsere Kunden, für uns selber. Wo geht was effektiver? Wo geht was besser? Was muss man auch weglassen? Es gibt auch viele Themen, die wirklich keinen Sinn machen. Stichwort Blogartikel, ein schwieriges Thema. Werden bald wieder Videos dazu folgen. Auf jeden Fall, aber was wir wirklich steuern können, ist das Thema, wir werden internes Marketing verstärken. Wir gehen mehr noch um unser eigenes SEO und GEO, also KI-Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Haben wir jetzt aufgestockt von ca. 5 Stunden der Joe auf 25 Stunden. Maggie bleibt gleich, unsere Webdesignerin, auch mit so 5 Stunden die Woche. Also wir haben so statt 5 bis 10 haben wir dann 25 bis 30 Stunden die Woche nur das Thema SEO und KI-SEO, und das wir investieren. Hier auch das Ratio, wir werden dann noch ein Video dazu machen. Wir werden wahrscheinlich so 70% unserer Energie in SEO investieren, in Money-Keywords, und 30% in KI-SEO nur, weil noch immer die meisten Anfragen viel über SEO gehen. In diesen Quellen mit dem anderen messen wir auch, wie viel über ChatGPT und so kommt, und da ist es noch nicht viel. Natürlich kann das auch sein, weil wir darin noch schlecht sind oder nicht so sichtbar, wie wir sein wollen, aber auch bei unseren Kunden sehen wir, dass über Google noch wahnsinnig viel kauforientierte Anfragen, also Anfragen oder Verkäufe oder Filialbesuche, einfach sehr viel noch über Google funktioniert. Blogartikel ist ein ganz anderes Thema, aber dazu bald ein Video. Genau, und YouTube werden wir verstärken. Wir haben gerade eine Stelle ausgeschrieben. Wir werden unseren David verdoppeln. Der David bleibt bei den 20 Stunden, aber wir werden eine zweite Cutter-Ressource hinzufügen, um einfach die Anzahl der Videos zu erhöhen. Entweder auf 2 Kanäle oder 1 Kanal, da gibt es ein paar interne Überlegungen. Dazu aber später eben bald mehr. Wirtschaftlich, glaube ich, bleibt es herausfordernd. Es gibt Industrien, denen geht es sehr gut, und es gibt Industrien, denen geht es gar nicht gut. Und genauso wie wir es für unsere Kunden ja auch machen, müssen wir jene Kunden finden, die gerade Geld ausgeben wollen, die gerade Geld zur Verfügung haben. Und da müssen wir sichtbar sein, genau dann, wenn sie nämlich eine Kaufentscheidung treffen wollen. Und das ist in Wahrheit unsere Aufgabe. Ich hoffe, dieser ehrliche und transparente Rückblick hat dir gefallen. Wenn du noch Fragen hast, die dich auch interessiert hätten, dann schreib es gerne unten in die Kommentare oder schreib mir gerne wie immer auf eine persönliche Nachricht auf einem Kanal deiner Wahl. Und wenn du eine transparente Agentur suchst, die am Puls der Zeit sind und du dir mal anschauen lassen magst, ob wir 2026 nicht viel mehr für dich herausholen können, vielleicht uns auch anschauen, wie gut haben deine aktuellen Teams oder Agenturen gearbeitet, dann lass uns einfach mal unverbindlich sprechen. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf ein spannendes nächstes Jahr 2026. Bis bald im nächsten Video.